Hallo ihr Lieben da draußen. Ah, hier bin ich wieder. Ich habe gerade die Schatzkiste von Julie geöffnet und festgestellt, in Julies Schatzkiste sind nicht nur Übungen drin, die Julie jetzt in ihr Buch geschrieben hat. Da sind auch Geschichten drin gelandet, die ihre Schülerinnen und Schüler mitgebracht haben oder die Kolleginnen und Kollegen mitgebracht haben, die Julie mag und gut findet. Zwei davon mag ich euch zeigen. Die eine ist aus einer tibetischen Bewegungslehre, die Lujong heißt. Ähm, und die heißt, die Wildgans trinkt Wasser. Magst du mitmachen? Also stell dich relativ breitbeinig hin, sodass sich das noch gut für dich anfühlt. Und dann nimm die Hände in deine Seiten. Die Daumen zeigen nach vorne. Und jetzt stell dir vor, du bist eine Wildgans. Du hast einen ganz langen Hals und du willst nach da unten und möchtest Wasser trinken. Hol ein bisschen aus und dann bewege dich mit geradem Rücken, geradem Kopf langsam nach vorne und nach unten, bis du dann über dem Wasser bist. Und dann schlürf einen Schluck Wasser. Und dann komm wieder hoch, ganz langsam in einer fließenden Bewegung. Und weil du eben diese Wildgans bist, musst du ganz hoch. Und jetzt erst kannst du schlucken und jetzt rinnt das köstliche Wasser deinen Hals hinunter bis runter in deinen Bauch. Und weil nicht allzu viel in den Schnabel gepasst hat von dir, bewegst du dich ein zweites Mal nach unten. Ganz langsam, in einer fließenden Bewegung, bewegst du dich nach unten, bis du wieder mit deinem Schnabel über dem Wasser bist. Jetzt nimmst du einen Schluck Wasser und kommst dann ganz langsam wieder hoch. Dein Rücken bleibt gerade, die Bewegung ist nur aus der Hüfte heraus. Bis du wieder oben bist und dann schluckst du den Schluck Wasser runter. Und dann noch ein drittes Mal. Drittes Mal näherst du dich dem köstlichen Nass als Wildgans. Und kommst nochmal hoch. Und dann löst du die Position auf und spürst kurz nach. Diese Verbeugungsübung hat eine erstaunlich antidepressive Wirkung auf der einen Seite und auf der anderen Seite tut sie natürlich ganz viele Muskeln in deinem Rücken, wenn du sie langsam machst und gleichmäßig aktivieren und kräftigen. Und ich finde sie auch ästhetisch sehr schön, dafür mag ich sie. Ich finde sie auch würdevoll und sie macht auf jeden Fall auch Wohlbefinden. Also, wenn du magst, probier dich aus mit dieser Übung. Die zweite Übung aus diesem kleinen Übungszyklus, die habe ich von Tony Richardson gelernt auf einem seiner Workshops. Und ich vermute, durch das viele Üben in den letzten Jahren habe ich daraus inzwischen was Eigenes gemacht. Ich nenne die Übung die Tore des Herzens öffnen. Stell dich stabil hin, etwa schulterbreit, und lege eine Handkante auf dein Brustbein. Und jetzt mach eine langsame, öffnende Bewegung, als würdest du ein Scheunentor öffnen.
Diese Bewegung lade ich dich ein zu machen, wenn du dich sicher fühlst und in einer vertrauensvollen Situation bist. Wenn der Arm ganz ausgeweitet ist, das Scheunentor, dann lass den Arm sinken und dann mach's auf der anderen Seite. Mach eine langsame, öffnende, fließende Bewegung. Sei die Bewegung der Öffnung. Und dann lass den Arm sinken. Und dann mach das mit beiden Armen. Und stell dir vor, dass sich beide Scheunentore deines Herzens öffnen. Bis du am Ende mit weit geöffneten Armen dastehst. Und dann machen wir eine Wiederholung. Erst die eine Seite. Und die andere Seite. Geh ganz in der Bewegung auf, so gut es dir gelingt. Und mit beiden Armen. Vielleicht warst du schon mal in Lissabon oder in Rio de Janeiro. Da stehen ganz große Statuen von Christo, der so auf einem Hügel steht mit weit geöffneten Armen, mit großem geöffneten Herzen für alle Menschen. So ähnlich fühlt sich das an. Lass uns noch eine dritte Wiederholung machen. Eine weite, langsame, gleichmäßige, fließende und freundliche Bewegung der Öffnung. Wenn du dich traust, wird dir das Freude bereiten. Am Ende der Übung wird es dir vielleicht noch leichter fallen, dem Menschen gegenüber, den du magst, zu sagen, wie schön, dass du da bist. Ich freue mich, dass du da bist. Steh für einen Moment still und genieß die Empfindungen, die da sind. Und lass sie sich in dir ausbreiten. Dankeschön.